Was wäre, wenn eine einzige Stadt 2000 Jahre lang das Herz Europas gewesen wäre? Diese Steine wurden von römischen Soldaten verlegt. Diese Straßen haben die Belagerungen der Osmanen überstanden. Mozart schrieb in diesen Kaffeehäusern Noten, die bis heute die Welt beeinflussen. Wien ist keine historische Stadt. Wien ist Geschichte selbst. Jahrhundertelang mussten wir uns vorstellen, wie das alte Wien ausgesehen hat. Aber jetzt können wir dank künstlicher Intelligenz, die mit historischen Bildern trainiert wurde, alles sehen. Wenn Ihnen das Video gefällt und Sie den Benachrichtigungston aktiviert haben, können wir loslegen. Wien atmet Geschichte. Wer durch seine Gassen läuft, hört sie fast. In den Schritten auf altem Pflaster, im Klingeln der Straßenbahn. Der Stephansdom ragt in den Himmel wie ein Anker, der diese Stadt seit Jahrhunderten an ihrer Identität festhält. Doch wie wurde Wien zu dieser Stadt? Diese Eleganz, diese Tiefe, dieser unverwechselbare Charakter, all das kam nicht über Nacht. Wien wurde geformt. Durch Kriege und Feste, durch Genie und Macht, durch Menschen, die hier lebten, kämpften und starben. Doch um zu verstehen, wie Wien zu dieser Stadt wurde, müssen wir fast 2000 Jahre zurückgehen. An einen kalten, nebligen Fluss namens Donau, an dem eine Gruppe römischer Soldaten ihr Lager aufschlug und damit den Grundstein für alles legte, was danach kam. Es ist das 1. Jahrhundert nach Christus. Die Römer haben ihr Reich bis an die Grenzen der bekannten Welt ausgedehnt. Und die Donau ist eine dieser Grenzen. Hier, wo heute das Herz Wiens schlägt, errichten sie ein Militärlager, Vindobona. Es ist kein Ort der Schönheit, kein Ort der Kultur. Es ist ein Ort der Disziplin, der Wachsamkeit, der Kontrolle. Die Legionäre schlafen in Baracken, trainieren auf staubigen Plätzen, blicken von ihren Wachtürmen auf das dunkle Wasser der Donau und wissen, dass jenseits davon eine andere Welt beginnt. Doch Vindobona ist mehr als ein Lager. Es ist ein Knotenpunkt. Straßen führen von hier nach Rom, nach Carnuntum, nach Aquileia. Händler kommen, Handwerker siedeln sich an, eine zivile Siedlung wächst neben dem Militärcamp. Stein für Stein entsteht hier eine Stadt, noch ohne diesen Namen, noch ohne seine Würde, aber bereits mit seinem Schicksal. Dann, im Jahr 180 nach Christus, geschieht etwas, das diesen Ort für immer in die Geschichte schreibt. Der römische Kaiser Marcus Aurelius, Philosoph, Feldherr, einer der klügsten Männer seines Zeitalters, hält sich in Vindobona auf. Er ist nicht als Tourist hier. Er führt seit Jahren Krieg gegen germanische Stämme an der Donau und Vindobona ist sein Hauptquartier, sein Feldlager, der Ort, von dem aus er sein Reich verteidigt. Marcus Aurelius ist eine Figur von seltener Tiefe. Tagsüber leitet er Feldzüge. Nachts schreibt er. In Vindobona entstehen Teile seiner berühmten Meditationen, persönliche Gedanken über Pflicht, Vergänglichkeit und die Stärke des inneren Menschen. Hier, an diesem windigen Fluss, an diesem Vorposten der Zivilisation, sitzt der mächtigste Mann der Welt und fragt sich, was Macht bedeutet. Er stirbt im Jahr 180, möglicherweise in Vindobona selbst. Mit ihm endet eine Ära. Doch das Lager bleibt. Die Siedlung bleibt. Und als das römische Reich schließlich zusammenbricht und die Legionen abziehen, bleibt eine kleine Gemeinschaft zurück. Menschen, die sich an diesen Ort gewöhnt haben, die seine Straßen kennen, seine Brunnen, seine Mauern. Sie werden die ersten Wiener sein, ohne es zu wissen. Vindobona stirbt. Wien beginnt. Jahrhunderte vergehen. Das römische Reich ist Geschichte. Völker ziehen durch das Land. Hunnen, Awaren, Karolinger. Der Ort an der Donau wechselt seine Herren, aber er hört nicht auf zu existieren. Er ist zu strategisch, zu wichtig, zu günstig gelegen. Im 10. Jahrhundert fassen die Babenberger Fuß. Sie nennen den Ort Venia. Und langsam, sehr langsam, beginnt aus der Siedlung eine Stadt zu werden.
Es ist Leopold VI., der Wien im frühen 13. Jahrhundert in eine neue Dimension führt. Er regiert von 1198 bis 1230 und seine Herrschaft ist eine Herrschaft des Aufbaus, des Glanzes, des bewusst gesuchten Ruhms. Leopold VI. Ist kein Krieger im klassischen Sinne. Er ist ein Herrscher, der versteht, dass Macht auch durch Schönheit und Wohlstand demonstriert wird. Und Wien soll beides zeigen. Unter seiner Herrschaft werden Handelsrechte ausgebaut, neue Märkte angelegt, die Stadtmauern erweitert. Kaufleute aus ganz Europa kommen nach Wien. Tuch, Gewürze, Metalle, Wein. Die Stadt wird reich, weil sie sich in den Fluss des europäischen Handels einschreibt. Leopold versteht das als Grundlage von allem anderen. Ohne Wohlstand keine Kultur, ohne Handel keine Macht. Doch Leopold VI. Baut nicht nur Märkte. Er baut Kirchen, Klöster, Residenzen. Er fördert Dichter und Minnegesang. An seinem Hof verkehren Walter von der Vogelweide und andere Größen der mittelhochdeutschen Literatur. Wien wird zu einem kulturellen Zentrum, das über seine geografische Lage hinauswächst. Der Bau des Stephansdoms, bescheiden zunächst, ein romanisches Gotteshaus, beginnt in dieser Zeit. Es ist der erste Stein eines Gebäudes, das Wien für immer definieren wird. Als Leopold VI. Stirbt, hinterlässt er eine Stadt im Aufbruch. Wien ist noch keine Hauptstadt, noch kein Kaiserreich. Aber es ist eine Stadt mit Gewicht. Eine Stadt, auf die andere schauen. Die Bühne ist bereitet, es fehlen nur die Darsteller. Im Jahr 1273 wählen die deutschen Fürsten Rudolf von Habsburg zum König. Eine Entscheidung, die den Lauf der Geschichte verändern wird. Die Habsburger kommen nach Wien und Wien wird nie wieder dasselbe sein. Über Jahrhunderte bauen sie ein Reich auf, das sich schließlich von Spanien bis nach Ungarn erstreckt, von den Niederlanden bis nach Neapel und im Zentrum dieses Reiches Wien. Doch keine Figur in der Geschichte der Habsburger prägt Wien so sehr wie Maria Theresia. Sie übernimmt 1740 die Herrschaft. Eine junge Frau, die ihre Gegner für schwach hielten und die sie falsch einschätzten. Maria Theresia ist energisch, pragmatisch, visionär. Sie regiert über 40 Jahre und in diesen 40 Jahren transformiert sie nicht nur ihr Reich, sondern auch ihre Hauptstadt von Grund auf. Unter Maria Theresia wird Wien zur modernen Metropole. Das Bildungssystem wird reformiert, die Verwaltung zentralisiert, die Medizin revolutioniert. Die Universität Wien erlebt eine neue Blüte. Das Schönbrunner Schloss, bis dahin ein vergleichsweise bescheidener Bau, wird zu dem prächtigen Palast ausgebaut, den wir heute kennen. 1441 Zimmer, barocke Gärten, ein Ausdruck von Macht und Geschmack zugleich. Die Hofburg, das Herz der Habsburger, wird erweitert, verfeinert, zur politischen Bühne Europas gemacht. Diplomatische Beziehungen, dynastische Heiraten, Staatsempfänge. Wien wird zum Knotenpunkt Europas. Könige und Botschafter, Fürsten und Philosophen kommen in diese Stadt. Maria Theresia selbst empfängt hier die Spitzen der europäischen Welt und hält dabei gleichzeitig ihre 16 Kinder im Blick, von denen eines, Marie Antoinette, die spätere Königin Frankreichs sein wird. Wien atmet in dieser Zeit den Atem eines Imperiums. Und in der Hofburg, in den Spiegelsälen und Staatskanzleien wird Geschichte gemacht. Schritt für Schritt, Vertrag für Vertrag. Wien kennt die Angst. Zweimal in seiner Geschichte stand die Stadt kurz davor zu fallen und zweimal überlebte sie. 1529 erscheint das osmanische Heer unter Süleyman dem Prächtigen vor den Mauern. Die Stadt hält. Doch der Schatten bleibt. Und 1683 kehrt er zurück. Größer, dunkler, bedrohlicher als je zuvor. Im Sommer 1683 marschiert das osmanische Heer mit über 140.000 Mann auf Wien zu. Es ist eine der größten Militärmächte der damaligen Welt, geführt von Großvezier Kara Mustafa. Die Stadt ist zahlenmäßig heillos unterlegen. Kaiser Leopold I. flieht mit dem Hof aus Wien. Was bleibt, ist eine Stadt, eine Besatzung und ein Mann,
Ernst Rüdiger von Starhemberg. Starhemberg ist Kommandant der Wiener Verteidigung. Er verfügt über etwa 15.000 Soldaten und Milizen. Gegen ihn stehen Hunderttausende. Die Belagerung beginnt im Juli. Die Osmanen graben sich unter die Stadtmauern, sprengen Breschen, beschießen Wien aus der Ferne. Die Stadt leidet Hunger, Krankheit, Erschöpfung. Häuser brennen, Menschen sterben. Starhemberg schreibt verzweifelte Briefe an die kaiserliche Armee und hofft auf Entsatz. Und dann, am 12. September 1683, geschieht das Unerwartete. Ein Entsatzheer unter dem polnischen König Jan Sobieski greift an. Auf dem Kahlenberg, in Sichtweite Wiens, stürmen die Truppen der christlichen Koalition bergab. Die osmanischen Linien brechen. Kara Mustafa flieht. Die Belagerung ist gebrochen. Wien ist gerettet. Was folgt, ist kein Rückfall in Erschöpfung. Es ist ein Aufbruch. Die osmanische Niederlage markiert den Beginn der Gegenoffensive. Wien wird größer, selbstbewusster, mächtiger. Die Bedrohung ist gebannt. Die Stadt wächst über ihre alten Mauern hinaus. Neue Palais entstehen, neue Kirchen, neue Prachtstraßen. Wien feiert sich selbst und hat guten Grund dazu. Es hat überlebt. Mehr noch, es hat gewonnen. Im 18. Jahrhundert wird Wien zur Musikhauptstadt der Welt. Haydn, Beethoven, Schubert, sie alle komponieren hier. Aber keiner steht so sehr für diese Stadt wie Mozart. Er kommt 1781 nach Wien, mit 25 Jahren, hungrig nach Freiheit. Hier schreibt er Don Giovanni, die Zauberflöte, Figaros Hochzeit, in kleinen Wohnungen, bei Kerzenlicht. Wien gibt ihm das Publikum, er gibt Wien seine Seele. Wien um 1900 ist ein Schmelztiegel. Klimt malt, Freud denkt. Und in der Berggasse 19 entwickelt ein Arzt die Psychoanalyse, weil er versteht, dass hinter dem glänzenden Lack dieser Stadt etwas brodelt. Doch dann bricht alles zusammen. Der Erste Weltkrieg zerstört das Habsburgerreich. 1938 marschiert Hitler ein. Freud flieht. 1945 brennt der Stephansdom. Wien liegt in Trümmern, geteilt, besetzt. Doch die Stadt überlebt. Wieder. Stein für Stein. 1955 wird Österreich souverän. Eine neue Ära beginnt. Wer heute über die Ringstraße geht, geht über Jahrhunderte. Wien trägt seine Vergangenheit wie ein Gewand. Selbstverständlich, nicht schwerfällig. Römer, Kaiser, Komponisten, Denker. Jede Epoche hat ihre Schicht hinterlassen. Wien ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte. Und sie wird weitergeschrieben. Jeden Tag, an der Donau, wie seit 2000 Jahren. Leute, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch noch kurz etwas sagen. Die Videos zu erstellen ist wirklich sehr aufwendig. Ich würde mich freuen, wenn ihr unser Video liken und unseren Kanal abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft uns, im YouTube-Algorithmus besser sichtbar zu werden. Schreibt uns bitte in den Kommentaren, welche Stadt wir im nächsten Video vorstellen sollen. Vielen Dank fürs Zuschauen.